Was glauben Siebenten-Tags-Adventisten? Was verbirgt sich hinter ihrem Glauben? Was kann der Mensch von heute mit dem adventistischen Weltbild anfangen? Macht der adventistische Glaube Sinn? Ist adventistisches Leben attraktiv? Bringt die adventistische Denkart unserer Welt Hoffnung und Hilfe? Man schrieb das Jahr 1860. 3000 Sabbathalter suchten nach einem passenden Namen. Es waren Adventisten im US-Bundesstaat Michigan. Einer davon hieß David Hewitt. Er schlug den Namen Siebten-Tags-Adventisten vor. Zählt man die Kinder mit, gibt es heute schätzungsweise 30 Millionen Siebten-Tags-Adventisten. Sie kommen aus über 200 Ländern. Und prominente Adventisten wie Ben Carson, Desmond Doss, Barry Black und Walter Veith machen den einst unbekannten Glauben inzwischen immer bekannter. Außergewöhnlich. Eine Glaubensgemeinschaft, die so schnell wächst. In knapp 160 Jahren von 3000 auf 30 Millionen. Da macht es Sinn zu fragen, was glauben diese Adventisten? Worum geht es beim Adventistsein eigentlich? Auf den Punkt gebracht. Es geht um den allmächtigen, allbarmherzigen, allgerechten, allliebenden, allgeduldigen, allgütigen. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Gibt es diese Person? Siebenten-Tags-Adventisten glauben, ja. Alle die Adventisten, die diesem einzigartigen Wesen uneingeschränkt vertrauen, kennen und lieben diesen Gott. Damit sind sie zwar nicht allein, aber ihr Verständnis seiner Persönlichkeit ist besonders tief und damit krisenfest. Siebten-Tags-Adventisten glauben an zwei Eckpfeiler. An den 7. Tag, den Sabbat, und an den 2. Advent, die Wiederkunft des Messias. Damit definieren sie sich von den 2 Extrempunkten der Menschheitsgeschichte her. Im Weltbild der abrahamitischen Religion ist der Sabbat ja der erste Tag der Menschheit gewesen. Es war die erste Umdrehung des Erdballs nach dem ersten Sonnenuntergang, den das Menschenpaar erlebte. Dagegen wird die Auferstehung der Toten beim Kommen des Messias erwartet, am sogenannten jüngsten Tag. Diese beiden Ereignisse bilden keine Fußnote im Glauben der Siebten-Tags-Adventisten. Sie stehen im Mittelpunkt. Denn der Sabbat und die Adventhoffnung offenbaren ihnen den Gott, den sie so lieben, wie schon Mose es beschrieben hat. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Wie ist dieser Liebesfunke aber übergesprungen? Die meisten Menschen heutzutage haben doch ein gespaltenes Verhältnis zu dem Gott, den Abraham anbetete. Sind vielleicht sogar Agnostiker oder Atheisten. Die Religionen haben ganze Arbeit geleistet. Wer will schon einen Gott lieben, der eine Hölle unterhält, finde ich ziemlich gruselig. Oder einen Gott, der die Welt durch Auslese des Stärkeren erschaffen hat, wie unbarmherzig. Wer will einen Gott lieben, in dessen Name man Morde in Auftrag gibt, Kriege führt, zum Selbstmordattentäter wird? Ein Gott, der Fehler mit dem Tod bestraft, sich aber durch Opfer und Rituale gnädig stimmen lässt? Wer will schon einen Gott lieben, dessen Handlanger sich an den Schwächsten der Gesellschaft vergreifen? Oder einen Gott lieben, der erwartet, dass man einen Katalog von ausgefeilten Glaubenspunkten abnickt, selbst aber unbarmherzig bleibt? Ich jedenfalls nicht. Aber vielleicht ist Gott ja ganz anders. Siebten-Tags-Adventisten glauben das. In unserem zweiten Clip geht es um den Sabbat. Was steht hinter dem Sabbat?